Je länger der Krieg im Iran anhält, desto näher rückt die nächste globale Nahrungsmittelkrise. In diesem Video erkläre ich dir, warum gerade die reichsten Länder am anfälligsten sind und welche Regionen der Welt auch dann noch Lebensmittel produzieren können, wenn das System unter Druck gerät. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Plan B auseinandersetzt, wenn es dir zunehmend in der EU, in Deutschland unheimlich wird, wenn du davon ausgehst, dass die jetzt auf uns zukommende Krise höhere Steuern zur Folge hat, wenn du glaubst, dass der Staat die Gelegenheit nutzen will, auf dein Vermögen zuzugreifen und die zunehmenden Überwachungsstrukturen in der EU eigentlich nur den Zweck haben, den Bürger auszunehmen, dann rate ich dir zu unserem Plan B Schweizer Taschenmesser nach Zürich zu kommen, das wir dort regelmäßig veranstalten. Da geht es um alle Aspekte, die ein Plan B beinhaltet, zum Beispiel das Thema zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltstitel, internationale Vermögensdiversifikation und natürlich auch geopolitische Faktoren. Neben Daniel und mir ist wieder mit dabei Herr General außer Diensten Erich Warth, lange Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Er kann dann auch aus geopolitischer Sicht die Welt für dich sortieren und neu einordnen. Termin auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Der Krieg im Golf hat das Zentrum der globalen Düngemittelproduktion getroffen. Er hat die Versorgung mit Ammoniak, Harnstoff und Schwefel für 27 entscheidende Tage im landwirtschaftlichen Kalender unterbrochen. China, Russland und die Türkei haben den Mangel in den letzten Tagen noch entscheidend verschärft. Sie haben nämlich eigene Beschränkungen für Düngemittelexporte verhängt. Nahezu 45% der weltweit gehandelten Stickstoffe sind abgeschnitten, gestört oder gefährdet. Die Krise tritt genau in dem Moment ein, in dem sich die großen Agrarnationen der Nordhalbkugel auf die Frühjahrsaussaat vorbereiten. Und Australien natürlich geht auf die Wintersaussaat zu. Es ist, und da dürfen wir nicht untertreiben, der schwarzeste aller schwarzen Schwäne, der ultimative Black Swan Moment. Abdolreza Abessian, der ehemalige Leiter für Rohstoffe bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, sagt, dass die Märkte die Tragweite dessen, was sich bereits abzeichnet, noch nicht wirklich begriffen haben. Es wird schon schlimm genug sein, selbst wenn die Straße von Hormuz heute wieder geöffnet werden würde, so der Experte. Aber wenn der Krieg noch einen Monat oder sogar länger andauert, wird es wirklich eine erschreckende Krise werden, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Parallel baut sich eine zweite Bedrohung auf. Beide könnten im Jahre 2027 aufeinandertreffen. Atmosphärenwissenschaftler erwarten in diesem und im nächsten Jahr, dass El Niño in den Südpazifik zurückkommt. Das wird zu heißerem Wetter, längeren Dürren und geringeren Ernteerträgen führen. Jean-Marie Paujam von der Welthandelsorganisation sagt, der Düngemittelschock sei eine größere unmittelbare Bedrohung als der Öl- und Gasschock. Das ist heute die Alarmstufe 1, so Paujam. Alle wichtigen Getreidesorten sind gefährdet, aber auch Tierfutter. Die Auswirkungen werden sich bis ins nächste Jahr weiter aufbauen. Es gibt dramatischerweise Länder, in denen Menschen verhungern werden, wenn sie ihre Düngemittelimporte nicht bekommen. So Monsieur Paujam. Die Lagerung von Düngemitteln ist sehr teuer. Die meisten Staaten arbeiten deshalb mit einem Just-in-Time-Prinzip. Die globalen Vorräte sind gering. Interessanterweise befindet sich die Hälfte des gesamten weltweiten Düngebestandes mittlerweile in China. Das einzige Land, das wirklich auf Hungersnöte vorbereitet ist. Hinsichtlich Düngemitteln gibt es auch kein Pendant zur Internationalen Energieagentur. Keine globale Institution ist in der Lage, im Notfall die Freigabe von großen Reserven zu koordinieren, wie wir es ja vor kurzem bei den Ölreserven gesehen haben. In der Welt der Düngemittel, da ist jeder auf sich allein gestellt. Ein Drittel der weltweiten Harnstoffexporte und die Hälfte der Schwefelexporte stammen aus Katar und dem Golf. Einige Lieferungen aus dem Iran kommen durch, doch der Rest bleibt blockiert.
Wir haben derzeit 24 mit Düngermitteln beladene Schiffe im Golf, die nicht zu den landwirtschaftlichen Abnehmern gelangen können. Das sagt Corey Rosenbusch, der Leiter des Fertilizer Institutes in Washington. China ist mit Abstand der größte Düngemittelproduzent der Welt. China steht für 15% der weltweiten Harnstoffexporte sowie 30% der Phosphatdünger. Es hat in der vergangenen Woche die Exportbeschränkungen für einen Großteil seiner Produktion verschärft und damit den Markt im denkbar ungünstigsten Zeitpunkt getroffen. Russland ist der zweitgrößte Produzent. Russland zog diese Woche nach und verhängte ein einmonatiges Exportverbot für Ammoniumnitrat, um den Bedarf des heimischen Marktes während den Frühjahresarbeiten auf den Feldern zu decken. Die Türkei hat sich ebenfalls angeschlossen und sogar den Transport von Harnstoff blockiert. Russland steht normalerweise für 40% der weltweiten Exporte von Ammoniumnitrat. Es wird weiterhin ausgewählte Länder in Afrika und im globalen Süden beliefern. Wir denken nur an den BRICS-Verbund. Das ist natürlich in einer solchen Situation die Priorität von Russland. Diese Soft-Power-Diplomatie hat Russland bereits seit 2022 perfektioniert. Selbstverständlich sind diese Exportbeschränkungen verständlich. Die Düngemittelpreise sind explodiert. Die drei genannten Länder befürchten, wie viele andere Länder auch, um eine Explosion der Lebensmittelpreise. Doch man kommt nicht umhin zu sagen, dass das Horten in diesem Ausmaß und zu diesem Zeitpunkt tatsächlich geopolitische Konsequenzen hat. Die globalen Harnstoffpreise sind seit Februar auf dem Weltmarkt auf $680 pro Tonne gestiegen. Allerdings nur, wenn man überhaupt an Ware kommt. Denn das ist ja das eigentliche Problem. Es gibt kaum Ware, die man kaufen kann. Energieexperten von Angus berichten, dass australische Landwirte bis zu $900 bezahlen, also das vierfache Niveau dessen, was wir während der Corona-Pandemie gesehen haben. Australien erlebt einen doppelten Schock, weil das Land den Großteil seiner Raffinerien stillgelegt hat und nun akut unter Dieselmangel leidet. Das wiederum treibt die Kosten für Traktorkraftstoff in die Höhe. Aber selbst die USA stehen kaum besser da, weswegen die Aussagen mancher US-Politiker, dass sich dieser Krieg nicht auf die Wirtschaft der USA auswirkt, komplett unverständlich ist. Sie importieren 1/5 ihres eingesetzten Stickstoffs. Das Fertilizer Institute sagt, dass die USA zwar ihre eigenen Phosphate produzieren, dafür aber Schwefel aus dem Golf benötigen. Amerikanische Landwirte befanden sich bereits vor der aktuellen Krise in einer strukturellen Depression und das aufgrund explodierender Betriebskosten. Nun sehen sich diese loyalen Trump-Wähler mit einem Anstieg der Dieselpreise um 70% konfrontiert. Denn der Treibstoffpreis folgt bekanntlich dem Weltmarkt, ganz egal, was Trump auch erzählt von Energiesouveränität. 1/4 der US-Landwirte hat ihre Düngemittel nicht im Voraus gekauft. Summa summarum, niemand wird den langfristigen Folgen später in diesem Jahr entgehen. Rosenbusch weiter, die Sorge ist überhaupt, wie wir die letzte 1 Million Tonnen in die USA bringen, die wir für die Aussaat benötigen. Wir sind, so Rosenbusch, eine Just-in-Time-Lieferkette und wir brauchen diese letzten 20% im April und Mai für die Frühjahrsbestellung. Und der Großteil davon, eigentlich alles, wird aus dem Ausland kommen. Soweit Corey Rosenbusch. Ärmere Länder in Asien werden an allen Fronten getroffen. Der Großteil ihrer Düngemittelimporte kommt aus dem Golf. Ihre eigene Produktion ist zusammengebrochen, weil Gasmangel die Kosten für Rohstoffe verdoppelt hat. In der Summe fehlen Pakistan, Indien und Bangladesch jede Woche 2 Millionen Tonnen Harnstoff. Die Kharif-Monsun-Aussaatsaison beginnt im Juni, was bedeutet, dass die Lieferkette bis Mitte April wieder funktionieren muss. Ich möchte noch nicht zu sehr Alarm schlagen, aber es könnte katastrophal werden, wenn das lange andauert. Das sagt David Delaney, der Leiter des US-Düngemittelkonzerns Itafos, gegenüber Bloomberg. Alexandra Propenko vom Carnegie Russia Energy Center warnt davor, dass wir uns auf 3 aufeinanderfolgende Schocks in langsamer Abfolge im kommenden Jahr oder so einstellen müssen. Der Düngemittelschock ist bereits im Gange. Der Einbruch der Ernteerträge wird im Herbst folgen. Die Lebensmittelinflation wird 2027 nachziehen. Die Verzögerung wird in Jahreszeiten gemessen, nicht in Tagen, sagt sie. Und die Auswirkungen für Europa werden zweifellos nicht nur sein,
dass die Lebensmittelpreise stark anziehen werden, sondern wir werden uns auch damit auseinandersetzen müssen, dass es wahrscheinlich eine gigantische Welle von Flüchtlingen aus dem asiatischen Raum geben wird, die vor dem Hunger fliehen. Das wird möglicherweise Ausmaße erreichen, die selbst die Zahlen aus 2015 klein erscheinen lassen. Das Gebot des Überlebens in dieser neuen Welt ist eigentlich genau das, wo Deutschland ja so kläglich versagt hat, zumindest in puncto Energie, nämlich dass wir in der Lage sind, nicht nur unsere eigene Energie zu produzieren, im Wesentlichen liegt die Atomkraft nahe, sondern eben auch ein Großteil unserer eigenen Lebensmittel. Das heißt natürlich auch, dass wir unsere eigenen Düngemittel herstellen müssen, beziehungsweise, dass wir landwirtschaftliche Methoden entwickeln oder verwenden, denn man muss ja nicht entwickeln, sie sind schon da, die eben nicht auf so extensiven chemischen Input von außen angewiesen sind, wie die moderne industrielle Landwirtschaft. Unsere Selbstversorgung ist in den letzten Jahren rapide gesunken, sagt Professor Tim Lang in seinem Weckrufbericht zur Ernährung für die britische National Preparedness Commission. Und das Gleiche lässt sich natürlich auch für Deutschland und die EU sagen. Wir sollten nicht zu viele Lebensmittel auf den Weltmärkten kaufen, sondern sie selbst produzieren. Also, wenn du einen Garten hast, dann solltest du vielleicht mal damit beginnen. Vielleicht macht es Sinn, den so schön gepflegten Rasen zu ersetzen durch Gemüsebeete. Wäre doch mal eine Idee. Dann hast du vielleicht noch ein paar Hühner im Garten, denen du dann Essensreste gibst und sie produzieren dir den Dünger praktisch als Abfallprodukt und du wirst dann keinen Kunstdünger brauchen. Was sind aber nun die Konsequenzen dieser Entwicklung, wenn du über eine Auswanderung nachdenkst? Du solltest vielleicht Länder in deine Pläne mit einbeziehen, die ein hohes Maß an Versorgungssicherheit bieten. Wir reden ja hier viel über niedrige Steuern und niedrige Steuern sind natürlich auch extrem wichtig, aber es kommt eben nicht nur auf niedrige Steuern an. Paradoxerweise denken die meisten Menschen bei Versorgungssicherheit automatisch an reiche Länder mit moderner industrieller Landwirtschaft. Große Maschinen, perfekte Logistik, volle Supermärkte. Aber schon in der Corona-Zeit haben wir gesehen, wie anfällig diese Systeme eigentlich tatsächlich sind. Wie hochgradig abhängig man von Kunstdünger, Diesel und globalen Lieferketten ist. Diese sind bekanntlich extrem anfällig, wenn es zu Störungen kommt. Und wie gesagt, wir haben das in der Corona-Zeit gesehen. Aber leider, so wie es aussieht, haben wir daraus nichts gelernt. Die aktuelle Entwicklung zeigt sehr deutlich, wie schnell dieses vermeintlich stabile System ins Wanken geraten kann. Wenn Dünger knapp wird, Energiepreise explodieren und die Lieferketten reißen, trifft es ausgerechnet die hochindustrialisierten Agrarsysteme am meisten. Ganz anders sieht es in Ländern aus, in denen die Landwirtschaft noch stärker lokal organisiert ist, wo kleinere Betriebe dominieren, wo weniger Chemie eingesetzt wird und wo Menschen im Zweifel auch ohne globale Versorgungsketten Lebensmittel produzieren können. Ein paar solcher Länder möchte ich dir jetzt vorstellen. Das ist natürlich keine exklusive Liste, dann würde dieses Video ja stundenlang dauern. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Länder zusammengestellt. Das soll für dich einfach Inspiration sein. Du musst ja dein eigenes Land finden, wo du dich auch wohlfühlst. Aber diese Liste hilft dir vielleicht dabei, eine Entscheidung zu treffen. Also, in welchen Ländern zum Beispiel funktioniert die Nahrungsmittelproduktion auch noch dann, wenn das globale System unter Druck gerät? Nun, ich nenne natürlich zunächst mal die Philippinen. Wir reden hier ja sehr oft von den Philippinen und daher habe ich mir gedacht, liegt es nahe, dass wir uns die Philippinen einmal näher anschauen. Die Landwirtschaft auf den Philippinen ist überwiegend kleinbäuerlich organisiert und unterscheidet sich grundlegend von europäischen Systemen. Durch das tropische Klima und die hohe Feuchtigkeit ist eine ganzjährige Produktion möglich und ein großer Teil der Arbeit erfolgt manuell statt mit Maschinen. Typische Kulturen sind Reis, Kokosnüsse, Bananen und verschiedene Wurzelgemüse. Zwar ist das Land auf importierten Dünger angewiesen, das muss man ganz klar sagen, und natürlich auch auf Treibstoff. Das kann die Erträge beeinflussen. Aber gleichzeitig gibt es noch ein funktionierendes System mit Subsistenzwirtschaft. Das bedeutet, selbst bei Störungen der Lieferkette bleibt die Grundversorgung tendenziell erhalten. Wir befassen uns jetzt mit Tansania. Du weißt ja, wir haben eine gute Verbindung zu Sansibar, eine Insel in Tansania eben. Tansania ist ein Beispiel für ein klassisches Low-Input-Agrarsystem. Ein großer Teil der Bevölkerung betreibt Subsistenzwirtschaft. Der Einsatz von Kunstdünger ist gering und die Landwirtschaft basiert stark auf den natürlichen Faktoren wie zum Beispiel dem Niederschlag. Angebaut werden vor allen Dingen Dinge wie Maniok, Mais und Hirse. Natürlich ist Tansania weniger entwickelt, ist ja völlig klar, aber genau dadurch weniger anfällig für Schocks im globalen Düngemittelmarkt.
So, und die weiteren Länder, die ich dir jetzt zeigen werde, sie sind alle in Lateinamerika. Es ist natürlich nicht ohne Grund, dass wir uns auch auf diesem Kanal und hier bei uns in unserem Team sehr stark mit Lateinamerika befassen. Lateinamerika liegt nicht nur weit ab von den geopolitischen Krisen, sondern ist eben gerade in Bezug auch auf die landwirtschaftliche Produktion eine sehr vielversprechende Region. Kommen wir zunächst zu Paraguay. Paraguay ist vielleicht einer der unterschätzten Standorte, wenn es um echte Versorgungssicherheit geht. Das Land verfügt über sehr fruchtbare Böden, insbesondere im Osten. Die Viehzucht spielt eine bedeutende Rolle. Sie ist deutlich weniger abhängig von Kunstdünger. Gleichzeitig gibt es viele kleinere und mittlere landwirtschaftliche Betriebe. Das System ist eben nicht vollständig industrialisiert. Und natürlich der wichtigste Punkt wahrscheinlich durch die geringe Bevölkerungsdichte steht viel Land pro Kopf zur Verfügung. Natürlich der Sojasektor und einige andere Sektoren auch sind sehr stark industrialisiert. Aber mal angenommen, du hättest jetzt einen Plan-B-Standort in Paraguay, kannst du dich problemlos davor entkoppeln und lokal leben. Kommen wir dann zu Ecuador. Ecuador gehört zu den natürlich privilegiertesten Ländern der Welt in Bezug auf Landwirtschaft. Es vereint mehrere Klimazonen, Küste, Anden und Amazonas und verfügt über eine außerordentlich hohe Biodiversität. Die Landwirtschaft ist vielerorts kleinbäuerlich geprägt und durch die klimatische Vielfalt ist eine ganzjährige Produktion möglich. Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass ein großer Teil der Produktivität durch natürliche Bedingungen entsteht. Man ist weniger auf industrielle Inputs angewiesen. Das nächste Land auf unserer Liste ist Kolumbien. Insbesondere Regionen wie die Kaffeezone profitieren von fruchtbaren, oft vulkanischen Böden und ermöglichen mehrere Ernten pro Jahr. Die Landwirtschaft ist weniger extrem industrialisiert als in den USA und Europa. Lokale Lebensmittelmärkte funktionieren in vielen Regionen gut. Dadurch entsteht eine höhere Resilienz gegenüber globalen Krisen. Kolumbien ist zwar nicht unabhängig von Importen, aber insgesamt deutlich robuster diesbezüglich als klassische Industrieländer. Und das letzte Land in unserer Liste ist Peru. Peru verfügt über jahrtausendealte landwirtschaftliche Systeme, insbesondere in den Anden, wo Terrassenanbau und traditionelle Methoden bis heute genutzt werden. Es gibt eine enorme Vielfalt an Nutzpflanzen, vor allem bei Kartoffeln. Die Landwirtschaft ist häufig nicht industrialisiert und basiert stärker auf lokalen Strukturen. Das macht das System weniger effizient, aber gleichzeitig deutlich robuster gegenüber externen Schocks. So, also das waren jetzt unsere Länder, die ich dir vorstellen wollte. Wie gesagt, das ist nur als Inspiration zu sehen. Es gibt natürlich viele andere Länder auch noch, die diesbezüglich interessant sein könnten. Aber wenn auch du über das Thema Auswanderung oder Plan B nachdenkst, dann solltest du dich auf jeden Fall mit genau diesen Fragen beschäftigen. Wir können dich gerne dabei unterstützen. Wir bieten ja viele Dienstleistungen im Hinblick auf Lateinamerika an. Ich packe noch mal einen Link dazu in die Beschreibung dieses Videos, aber natürlich auch zu vielen anderen Ländern. Wahrscheinlich hast du schon gehört, dass wir ziemlich aktiv in den Philippinen sind. Auch dazu packe ich den Link in die Beschreibung dieses Videos. Für einen generellen Überblick, wie gesagt, empfehle ich dir unser Plan B Schweizer Taschenmesser Seminar in Zürich. Termine dazu auf unserer Webseite. Link ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Und ansonsten natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch buchen mit meinen Kollegen und mir. Und auch dazu natürlich der Link wieder in der Beschreibung dieses Videos. Wir helfen Mandanten seit 20 Jahren dabei, sich steuerlich optimiert im Ausland aufzustellen, Vermögen zu sichern, zweite Staatsbürgerschaften zu beschaffen. Ich selbst bin ja schon vor 26 Jahren aus Deutschland und der EU weg. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.